Wir heißen euch herzlich willkommen aus Ecuador, um genau zu gehen, aus Quito. Und um noch genauer zu gehen, heißt Quito nämlich San Francisco de Quito. Genau, die Stadt liegt auf 2850 Metern Höhe. Und ihr seht schon an unseren Klamotten, das ist mit 15 Grad hier ein bisschen frischer als in Brasilien noch. Ja. Und man merkt auch, dass wir hier am Fuße der Anden sind, also die Luft ist etwas dünner. Das Treppesteigen fällt mir persönlich schon schwer. Wir hatten gestern beide leichte Kopfschmerzen, als wir hier angekommen sind. Also so ein bisschen merkt man die Höhenkrankheit. Aber wir werden sogar noch höher gehen im Verlauf unserer Ecuador-Reise. Genau, aber jetzt, heute erstmal haben wir geplant, die Altstadt von Quito zu besuchen und uns anzuschauen und später nochmal die Neustadt. Ja, die Altstadt ist ganz besonders, weil Quito war auch die erste Stadt, die UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Ja. Das liegt daran, dass hier sehr viel aus der Kolonialzeit erhalten blieb und die Stadt aber auch auf den Ruinen einer Inka-Stadt gebaut wurde. Ja. Und da kann man noch viel entdecken, vor allem viele Kirchen, und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Wir befinden uns jetzt an der Basilica del Voto Nacional und das ist die größte neugotische Basilika in Amerika. Die ist jetzt am Rande von der historischen Altstadt von Quito, aber von da aus soll man einen super Blick über die ganze Stadt haben und deshalb gehen wir jetzt da ganz hoch, um den Blick richtig gut zu haben. Und Finn, was sagst du zu der Aussicht? Coole Aussicht. Man kann hier vor allem einige der Vulkane sehen, die Quito umgeben. 10 Stück soll man insgesamt sehen können. Ich sehe jetzt nur 7. Ja, 7 kann ich von hier zählen. Die meisten davon sind schon erloschen, aber es gibt auch noch aktive Vulkane um Quito herum. Wollen wir vielleicht mal noch auf den anderen Turm? Gute Idee. Finn traut sich da jetzt ganz hoch. Mir ist das ein bisschen zu hoch. Und wie war's? Cool. Gute Nochmal eine Aussicht? ganz coole Aussicht mit den ganzen, wie sagt man, Skulpturen oder den Bögen von der Kirche, die sieht man da ganz cool. Und ich habe einige Basketballplätze gesehen. Also die Ecuadorianer spielen tatsächlich wohl ganz gerne Basketball. Aber das wäre mir hier zu hoch. Ich glaube, da wäre ich nach 10 Minuten richtig K.O. Das glaube ich auch. So, wir laufen jetzt hier ein bisschen durch die Straße und hier wird alles Mögliche verkauft. Also ob Kleidung, ob irgendwelche Utensilien zum Putzen oder eben Essen. Und das Essen interessiert uns natürlich am meisten. Und wir werden uns jetzt ein bisschen hier durchprobieren und schauen, wie uns das schmeckt. Schau mal, das sieht ganz gut aus, Finn. Das werde ich auch mal probieren. Lass uns mal probieren. Schmeckt wie Krapfen. Sehr gut. Frittierte Banane mit Käse. Das wird gut satt machen. Hätte ich nicht gedacht, aber Banane mit Käse ist richtig gut.
Geil, da ist Popcorn mit drin. Alles Mögliche ist da drin. Richtig Chips. geil. Zwiebeln. Bohnen, Tomate. Alles. Richtig geil. Die Altstadt ist echt mega schön. Also hat mir sehr gut gefallen. Vor allem das Essen natürlich, aber die ganzen Kirchen, die alten Gebäude. Ja, Die auf jeden Fall. Kolonialgebäude Ja. und das Leben, da ist halt echt viel Ja, da ist viel los. Leben los. Aber das hört jetzt so um die Nachmittagszeit langsam auf. Die ganzen Stände bauen ab, die Läden machen zu und deswegen suchen wir uns jetzt ein anderes Viertel. Genau, die sogenannte Neustadt oder Las La Mariscal heißt das Viertel. Genau, und da soll eigentlich eher so das Nachtleben und Bars und Restaurants auch sein. Ja, wir sind jetzt noch nicht in der Nacht da, aber wir werden mal schauen, was es dort so zu sehen gibt und was wir vielleicht da noch so entdecken. Stellt sich raus, dass das Ausgehviertel scheinbar auch wirklich erst zur Ausgehzeit nachts Leben hat. Das ist das toteste Viertel, das wir bisher in ganz Südamerika gesehen haben, würde ich mal sagen, oder? Aber immerhin, es hat eine Fahrradampel. Da. Ah, okay. Okay, dann wegen der Fahrradampel hat es sich gelohnt. Wir versuchen es jetzt mal bei der Plaza Foch, wenn man es so ausspricht. Denn das soll der zentrale Platz dieses Ausgehviertels sein. Vielleicht finden wir da eine Bar, wo wir uns reinsetzen können, denn es fängt jetzt gerade an zu regnen. Und dann können wir abwarten und noch ein bisschen mehr Leben hier entsteht. Es ist halt Sonntag. Also kann auch sein, dass das Ausgehviertel nur unter der Woche was zu bieten hat. Wir schauen mal. Aber hier ist wirklich absolut tot. Du musst doch wenigstens eine Bar oder so offen haben. Das kann doch nicht sein, es ist gleich 18 Uhr und hier ist nichts. Also wir haben jetzt die Plaza Foch gefunden. Ist auch noch gar nichts los, aber die Bars haben wenigstens offen. Und wir bekommen ein Bier, das ist das Wichtigste Ja. für unsere Etikettensammlung. Wurden direkt abgefangen. Gut. Also begeben wir uns mal ins Trockene. Es ist ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber ich mir vorgestellt habe. Finn hat die ganze Zeit schon gesagt, da wird nichts los sein. Aber im Hostel meinten sie zu uns, dass in der Altstadt, sobald die Läden zumachen, nichts weiter mehr los ist und wir aufpassen sollen, weil es gefährlich wird. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehen wir lieber in das Viertel, wo Nachtleben ist. Und jetzt ist hier aber auch nichts los, weil wir noch zu früh sind. Und die anderen Viertel sollten wir eigentlich ohne Tour und ohne jemanden nicht unbedingt machen, weil die auch gefährlich sind. Die haben hier ganz schön Angst und begegnet auch jeder auf der Straße, die unsere GoPro sehen, dass wir die sofort einstecken sollen, weil es hier so mega gefährlich sein soll. Ja, ich fühle mich ehrlich gesagt eigentlich sicherer als in Rio oder São Paulo. Das eine Bier an der Plaza Foch hier hat uns jetzt gereicht. Wir werden wieder zurück in die Altstadt fahren. Es kann natürlich sein, dass hier noch ein bisschen mehr los sein wird, wenn es dunkel wird. Sicherlich. Aber ja, wir wollen jetzt lieber noch was essen gehen in der Altstadt, wie gesagt. Und morgen machen wir uns dann auf in Richtung Otavalo. Genau, das ist 2 Stunden nördlich von Quito entfernt. Und dort gibt es einen ganz besonderen Markt, der recht groß ist und sehr historisch, weil es den schon so viele Jahre gibt. Und den wollen wir uns morgen mal anschauen. Bis dahin! Ciao.